Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf eine der größten Verschwörungsbewegungen der letzten Jahre. Und dabei meine ich nicht etwa die geheime Elite, die den Pfiffi auf Donald Trumps Kopf seit 1967 am Leben hält. Allerdings zu einem sehr hohen Preis. Denn der Pfiffi auf Donald Trumps Kopf verlangt dafür ein Blutopfer. Klar, anfangs hat der Pfiffi das Blut aus Donalds Kopf selber ausgesaugt, aber das war verdammt wenig. Weswegen er nun alle 24 Stunden mit einem KFC-Eimer gefüttert werden muss. Nur bevor wir loslegen, noch eine kleine Sache. Denn die Kaffeetasse der Woche stammt dieses Mal von Milka. Und ich will hier keine Werbung für Milka machen, das hat Milka nicht nötig. Aber es ist ja bekannt, dass in einer Tafel Milka-Schokolade weniger Rattenkot drinsteckt als in einer Tafel Rittersport. Und falls du also auch mal deine Kaffeetasse hier bei mir stehen haben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare oder schicke mir eine E-Mail. Wichtig bei beiden, bitte ausreichend frankieren und alles unter dem Hashtag wohl keine Tassen mehr im Schrank. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es um QAnon. Und die Anhänger der QAnon-Bewegung glauben dabei an diesen Scheiß hier. Die EntschlüsselInnen der Q-Drops glauben, ein weltweites pädophiles Netzwerk enttarnt zu haben. Ihnen geht es nicht um reale Verbrechen an Kindern, die es ja tatsächlich gibt. Stattdessen glauben sie, Angehörige der Elite würden Kinder in unterirdischen Lagern foltern, um aus ihrem Blut ein Mittel zu gewinnen, das der Elite als Lebenselixier dient: Adrenochrom. In Deutschland verbreitet auch Xavier Naidoo solche Erzählungen. Adrenochrom. Geht auf Adrenochrom. Bilder. Wenn ihr das ertragen könnt. Okay, das ist echt viel Scheiße, gleich auf einmal. Zuallererst, ja genau, das ist der Xavier Naidoo, der uns beim Sauermärchen "Dieser Weg wird kein leichter sein" sang und jetzt auch den letzten Rest vom Sauermärchen zerstört hat. Wobei, Märchen scheint er noch immer zu mögen. Ich persönlich frage mich immer noch, welche falsche Abfahrt von der A6 bei Mannheim er wohl genommen hatte, um nun direkt nach Bekloppthausen zu kommen. Und ja, QAnon glaubt an eine satanistische Elite, zu denen unter anderem George Soros und auch Tom Hanks gehören sollen, die in unterirdischen Verließen Kinder eingesperrt haben, um ihnen das sogenannte Adrenochrom abzuzapfen, weil dies ein Verjüngungselixier für sie ist. Allerdings sieht George Soros jetzt nicht gerade aus wie knackige 25, sondern eher wie 200. Außer natürlich, er ist schon 400 Jahre alt. Und wenn nicht gerade Jeff Bezos ein gigantisches geheimes Labor mit Millionen von Kindern besitzt, kann man Adrenochrom ganz einfach online bestellen, weil man das in Masse chemisch herstellen kann. Nun kann man natürlich sagen, dass das nur aus echten Kindern lecker schmeckt, wie auch schon bei der Kinderschokolade. Komisch, dass da noch keiner bisher einmal bei Ferrero nachgehakt hat. Nur Adrenochrom macht weder jünger noch hübscher und schmecken tut es erst recht nicht. Woher ich das weiß? Weil ich es mir online gekauft habe und es gegessen habe. Und ich sehe trotzdem keinen Tag jünger aus als 800. Entstanden ist die QAnon-Bewegung gegen Ende 2017, als ein User, der sich selber Q nannte, angab, Zugriff auf angeblich supergeheime Daten der US-Regierung zu haben. Nur gab er diese supergeheimen Informationen nicht einfach so weiter, sondern er machte einfach einen auf Nostradamus. Anstatt also wirklich Beweise zu posten, beschrieb er alles nur kryptisch und überließ es einzig seinen Anhängern, sich darauf einen Reim zu machen. Genauso wie diese deutsche Nancy Drew bei den Kollegen von Spiegel TV. QAnon sagt ja, dass Eliten Kinder in Bunkern missbrauchen. Glauben Sie das? Ein Fakt, ein bewiesener Fakt. Inwiefern bewiesener Fakt? Können Sie doch selbst nachsehen. Sie sind doch Journalisten. Das ist doch eigentlich Ihr Job, das zu recherchieren und uns Menschen das der Wahrheit nahezubringen. Weil Sie haben ja die Beweise anscheinend, dann können Sie mir das ja auch sagen. Warum haben Sie die Beweise nicht? Warum müssen wir Bürger, warum müssen alle wir Beweise für all diese Schandtaten und Ihnen das erklären, obwohl Sie Journalisten sind und dafür bezahlt werden, uns die Wahrheit zu präsentieren? Was sind denn die Schandtaten? Ja, haben Sie doch gerade schon gesagt. Entführte Kinder, misshandelte Kinder. Und genau so habe ich auch immer reagiert, wenn ich meine Englisch-Hausaufgaben nicht gemacht hatte, aber mein Englischlehrer, Herr Zemke, trotzdem darauf bestand, dass ich ihm diese vorlese. Nein, ich sage Ihnen nicht, was Peter, Paul und Mary gemacht haben. Denn das ist ja wohl Ihr Job als Lehrer, dafür werden Sie ja immerhin bezahlt, um allen zu sagen, was denn nun Peter, Paul und Mary so gemacht haben. Hahaha, Schachmatt und Mau Mau, Herr Zemke. Und dann bekam ich für diese schlüssige Argumentation immer eine 6. Aber das ist ja gut,
Denn immerhin auf einer Skala von 1 bis 6 ist 6 die volle Punktzahl. Aber trotzdem ist gerade dieses kryptische, indifferente bei Q und sein als Q-Drops bezeichneten Post irgendwo brillant. Q kaut seinen Jüngern nicht immer nur alles selber vor, sondern gerade weil Dinge kryptisch und ohne Zusammenhänge geschrieben werden, gibt es den QNs das Gefühl, dass jeder, der so clever ist wie die hier, diese Rätsel nun selber entschlüsseln können und damit die Wahrheit zu erkennen. Nur sind das nicht nur irgendwelche Covidioten bei Demos, die glauben, die Wahrheit erkannt zu haben, sondern auch in Köln wollte vor nicht einmal 10 Tagen Sabine Neumeier Oberbürgermeisterin werden. Und die geht sehr seltsam mit den offensichtlichen Fake News von QAnon um. Was ich gepostet habe, das haben sie anscheinend recherchiert. Da stehe ich dazu, das habe ich gepostet, weil ich sehr überrascht war, dass sich Lady Gaga und wie sie alle heißen, die Top-Prominenz aus Amerika, aus der ganzen Welt, mit anscheinend Kinderblut ihre Gesichter, ich sag mal, verjüngen. Ich kann es irgendwie auch noch nicht glauben. Für mich ist das ganz, ganz weit weg. Ich poste das, um die Welt ein bisschen aufmerksam zu machen, könnte da was dran sein oder nicht. Also ich poste das wirklich nur, um aufmerksam zu machen und meinen Kommentar darunter zu schreiben, das ist ja Wahnsinn, was da passiert, wenn das wirklich wahr ist. Und ich hoffe, dass die Tochter von Sabine Neumeier mittlerweile die Kindersicherung fürs Internet bei ihrer Mutter wieder eingeschaltet hat. Denn das, was Sabine Neumeier alles in dem Interview von sich gegeben hat, würde sogar Beatrix von Storch neidisch machen, dass ihr so eine Scheiße nicht selber eingefallen ist. Dabei ist QAnon eigentlich recht leicht zu durchschauen. Denn nicht nur, dass Q die klassischen antisemitischen Verschwörungstheorien rauf und runter spielt, steht vor allem ein Heilsbringer im Mittelpunkt, der jeden Tag gegen diese satanistische Elite arbeitet. Und jede Klage, die es in den letzten 4 Jahren so gegen ihn gab, vom Mueller Report bis hin zur Amtsenthebung, hatte nur das Ziel, nicht ihm zu schaden, sondern teilweise, wie bei Mueller, nur das Ziel, ihm im Geheimen zu helfen, diese Elite zu zerstören. Wohlgemerkt, eine satanistische Elite, die Kinder missbrauchen soll. Und jedem sollte mittlerweile klar sein, wer wohl der eine, der orangene, fette Neo, der neue Jesus mit denselben Vaterkomplexen wohl ist. Genau, der Typ, der auf diesem Bild neben seinem guten Freund Jeffrey Epstein, überführter Kindervergewaltiger, steht. Oder hier neben seinem ehemaligen Berater Roger Stone, der aussieht wie das Oberhaupt einer satanistischen Elite, die Kinder nicht nur foltert, sondern auch noch frisst. Oder der Kinder an der Grenze zu Mexiko von den Eltern trennt und nicht nur sprichwörtlich in Käfige einsperren lässt. Und natürlich fühlt sich Donald Trump von solch einem Schwachsinn, wie in QAnon propagiert, nicht nur geschmeichelt. Wie verrückt QAnon ist, zeigt die Tatsache, dass ausgerechnet Donald Trump ihr Heilsbringer und Elitenbezwinger ist. Sollte er nicht wiedergewählt werden, droht der Endkampf. Dem Präsidenten scheint das zu gefallen. Auf einer PK formt er mit der Hand ein Q und spricht von einem Sturm. Alles sehr windig. Sturm meint das große Erwachen. Trump retweetet gleich mehrfach Inhalte von QAnon mit dem Kürzel Where we go one, we go all. Kurz WWG1, WGA. Und ja, der theoretische Anführer der freien Welt retweetet alles, damit die Welt möglichst nicht mehr ganz so frei ist. Bei uns macht Xavier Naidoo durch seine Bekanntheit nichts anderes, als Millionen seiner musikalischen Fans diese abstrusen Lügen aufzutischen. Wie die einer satanistischen Elite, die Kinder in Kellern missbraucht für ein Produkt des Stoffwechsels, den man in einer viel besseren Qualität im Internet kaufen kann. Und Xavier, hast du schon mal einen verfickten Kindergeburtstag organisiert? Vermutlich nicht, denn dann hättest du gewusst, dass wenn man Kinder versucht einzusperren, man selber am Ende mehr Schaden davonträgt als die Kinder. Und da hilft auch kein Adrenochrom mehr gegen den Schaden. Whisky, ja, Whisky lindert das etwas, aber ansonsten macht das keinen Spaß mit Kindern im Keller. Und ich weiß, das klingt komisch, ist aber so. Nur dürfen wir bei der deutschen QAnon-Bewegung eben nicht noch einmal den Fehler machen, den wir sowohl bei der NSU gemacht haben, als auch bei den Reichsbürgern. Was in beiden Fällen unschuldigen Menschen das Leben gekostet hat. Weil weder die NSU noch die Reichsbürger oder jetzt die QAnon-Bewegung nur ein paar Spinner von nebenan waren oder sind. Und ich weiß, wie schwer es ist, seine eigene Blase auch mal zu verlassen. Ich weiß, wie einfach es ist,
das Vorgekaute von zum Beispiel Q runterzuschlucken und sich weiß zu machen, dass das die Wahrheit ist und man selber diese nun erkannt hat. Nur wie bescheuert muss man eigentlich sein, eine Verschwörungstheorie wie beim Adrenochrom aufzubauen, die man mit einer verfickten Google-Suche schon widerlegen kann. Einer Google-Suche, die ihr als Q-Anhänger am Ende nur machen könnt, wenn ihr das ertragen könnt. Aber noch eine kleine Sache, denn heute wollen wir die Show nicht zu dunkel enden lassen. Im Zuge der Recherche zu dem Thema habe ich mit einigen QAnon-Leuten geskypt und dabei ist mir immer wieder aufgefallen, dass diese Menschen selber nicht wussten, warum sich Q überhaupt Q nannte. Natürlich könnte das Q für Q-Clearance stehen, die höchste Sicherheitsstufe, die man in den USA haben kann, um die Internet-Kindersicherung vom Pentagon deaktivieren zu können. Aber natürlich habe ich zwar eigene, vollkommen plausible Theorien, woher das Q kommt. Nämlich entweder von dem Vater aller Tötungstheorien Q aus den James-Bond-Filmen oder von dem interdimensionalen Wesen bei Star Trek The Next Generation und Captain Picard-Fanboy namens Q. Aber vermutlich saß, nennen wir ihn mal bei seinem echten Namen, der Heiko, nur vor seinem Rechner, links Vaseline auf dem Tisch stehend, während rechts noch ein paar Vorwerk-Unboxing-Videos liefen. Und der Heiko dachte sich, ja, da habe ich noch den ein oder anderen Staubsauger-Porno in meiner Warteschlange, die ja im Englischen Q heißt, und Evola nannte er sich Grand Masturbator Q auf 4chan. Da das aber zu lange war für einen Newsspot, auf dem ansonsten nur Pädophile unterwegs waren und das keine Begriffe wie Masturbation zuließ, wurde daraus am Ende Q. Klingt meines Erachtens genauso plausibel wie die Sache mit dem Adrenochrom, oder? Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!